Okidoki, zurück bei S.T.A.L.K.E.R und wir begeben uns jetzt in den Forest. Yeah. Na gut. Haben wir hier vielleicht dann eher Bedarf an der Schrotflinte? Hier kommen wir nicht so leicht hoch, oder? Ich würde noch gern zu diesem Backpack. Aber irgendwie gibt es hier keinen Weg nach oben, zumindest sehe ich keinen. Naja. Radiation geht auch langsam runter, oder? Wenn mich nicht alles täuscht. Respond to the SOS Signal. Was ist das ja eigentlich? Radiation minus 6. Ist doch praktisch. Das trage ich doch gerne. Das trage ich doch gerne. Es hat nicht mal eine Downside. So, mal wieder ein bisschen. Oh, was ist dies? Eine Wind-HBC. Ah, das ist, die benutzt doch die Muni dann, oder? Nee, Quatsch, das ist andere Muni. Schade. Schade, schade. Aber es ist eine Sniper-Rifle. Na gut, werden wir auf jeden Fall behalten. Und jetzt auch super viel Gewicht verloren, einfach nur weil ich so viel Schrotflinten weggeballert habe. Mutants, ja, da sind sie noch. Ja, ja, ja. Ja, kommt nur her. Das ist ganz einfach. Find a way. Ich werde einen Way finden. Oh je. Ist hier viel Radiation, ja. Boah, aber die geht auch super schnell wieder runter jetzt mit dem Artefakt. Geht halt echt schnell wieder runter. Nice, nice, nice. Das war sehr gut, dass ich mir das noch geholt habe. Guten Tag. Find a way to the anomalous area. Howdy, Merc. We're lucky the zone has led you to us. Hi. We got a job for you. You see, we didn't exactly come to this forest to pick mushrooms. There's an anomalous zone nearby with whole mountains of artifacts. I know how to get there, but the road goes through the forest, and you've heard all about the forest, I'm sure. It's a frigging death trap, so you escort us there, keep guard for a while, and we'll reward you with a nice and juicy artifact for your troubles. Deal? Deal, let's go. Speed up! Will you ever friggin' let me finish the meal? Aw, it was just about to take a nap. Na gut. Na, soll ich mal vorgehen? Au. Ja, wow, schneidet mich ab, ihr seid auch Helden, ey.
Okay, ey. Friendly Fire ist ein Mistake bei solchen Games. KI ist nicht schlau genug, um zu checken, ich sollte jetzt nicht schießen. Oh je. Ne. Wo schießt der noch hin? Oder die sind tot. Don't break up, wait! And that's that! It's over. Alright people, that's enough. Time to relax your sphincter, it's all over. I should have just died at birth. They told me to stay away from his own. Na gut. Ja, das ist so ein S.T.A.L.K.E.R, der Boy. Tanky, der Boy auf jeden Fall. Alter, kann der mal aufhören? Wow. So, ich gehe mal vor und ist ihm alles scheißegal. Also wer auch immer die Schrotflinte in diesem Spiel programmiert hat, hat absolut und zu 100% verkackt. Und wer immer diese Waffen gebaut hat, hat aber zu 100%iger verkackt, ey. Absolut nervig. Keine Waffe ist gut. Alle nur Dreckswaffen. Ja, Jam. Ey, kann ja auch mal eine Waffe nicht scheiße sein. Es kann doch nicht sein, dass man einen Shooter programmiert und wirklich ausnahmslos jede Waffe ist Crap. Das ist doch so. Why? Why? We held them off, thank God! A sneak attack is no longer an option. Ja, wow. Das ist überhaupt ein lächerlicher Angriff. Oh nein, er hat auf den Boden gestampft. Ich könnte ganz kurz Balance benötigen. Nee, ich sterbe lieber. Und gejammt.
longer. Oh man, you really bailed us out there. Swing by the base sometime for the reward. Whew, it should be easier from here. Na gut. Wo ist jetzt der Dude da? Thanks for your help, here's your reward. Okay, see you later. Defend Camp. Naja, okay. Was ist das für ein Artefakt? Max Weight plus 20. Radiation plus 3, was ja eigentlich sogar... Na, ich behalte es mal, weil... Es gibt bestimmt Situationen, wo es nützlich sein könnte. So, wir regenerieren wieder HP. Ich gebe dir mal noch ein paar Chancen gegen den Lootings, aber irgendwie habe ich so das Gefühl, dass sie echt nicht gut ist. Find the space anomaly. Und dann gegen die Hundis war die immer noch gut, die Schrotflinte. Ich habe halt echt so das Gefühl, dass die irgendwie ein bisschen, ich weiß nicht, die verzieht irgendwie ihre Schüsse. Also die schießt nicht dahin, die schießt nicht mal innerhalb des Fadenkreuzes. Es hört sich an, als müsste ich niedriger zielen. Das muss ich mal probieren. So unter den Gegner zielen statt auf ihn. Ja, okay, jetzt rennt er zu den Anomalies, da mache ich nichts. Zumindest ist er schon mal gedamaged. Lol. Habe ich doch gern gemacht. So, das hier schnappen wir uns auf, wenn es geht. Oh, das ist sehr gut. Devilish Encampment. Sind da wieder Mutants auf dem Weg oder was? Der einzige Mutant ist doch der hier vor mir und das ist wahrscheinlich wieder so einer. So, nice. Ja. Ja, schön, wenn mal einer zu mir kommt, ist immer gut. Sehr schön. Ja, immer schön. Ne. Immer schön ihren Angriff dodgen, dann geht es eigentlich klar. Schön. Muss immer schön seitlich gehen bei denen. Was machen die denn da?
Na. Sehr schön. Ja. Ja, komm. Mir halt ein bisschen zu viel aus. Die Schrotflinte schießt irgendwie nicht genau genug und irgendwie hat das Spiel auch Input-Lag. Und wieder schießt die Schrotflinte einfach, also wieder sehr oft schießt die Schrotflinte einfach, obwohl ich nur einmal drücke. Okay, und aus irgendeinem Grund meinte das Spiel gerade rauszutappen. Ich weiß nicht warum. No. Ach je. Ich wünschte, die Schrotflinte wäre nicht so kacke. Ich wünschte generell, die Waffe in dem Spiel wäre nicht so kacke. Ach, jetzt springst du doch! Kleiner Cheater, Alter. Das nervt langsam, dass es in diesem Spiel keine gute Waffe gibt. Es gibt wirklich keine einzige Waffe, die gut ist. Wir haben hier eine Schrotflinte, die daneben schießt, dabei steht der Gegner fucking vor mir. Das muss man auch erstmal hinbekommen. Das kann man sich halt echt nicht ausdenken. Da war doch jemand betrunken beim Programmieren von den Waffen. Und weil der so betrunken war, hat er nicht mehr richtig gesehen. Und als die Waffen dann richtig geschossen haben, hat er sich gedacht, ja, die schießen ja voll daneben, weil er alles doppelt und dreifach gesehen hat. Und dann hat er das einfach irgendwie geändert, bis die Waffen einfach überall gleichzeitig hingeschossen haben, nur nicht dahin, wo sie hinschießen sollen. Aber dann hat er gedacht, das trifft. Weil sich die komische Verdreifachung seiner Sicht genau so perfekt getroffen hat, dass es aussah für ihn, als würde es jetzt in die Mitte schießen. Anders kann ich es mir nicht vorstellen, wie diese Schrotflinte zustande gekommen ist. Ist ja bei far die schlechteste Schrotflinte.
So, seriously, es gibt ja Leute, die beschweren sich zum Beispiel über die Doom 3 Schrotflinte, was ich eh nicht nachvollziehen kann. Aber holy shit, die haben nicht S.T.A.L.K.E.R anscheinend gespielt, zumindest nicht S.T.A.L.K.E.R. Weil das Spiel gewinnt aber den Award mit Leichtigkeit schlechteste Schrotflinte in jedem Videospiel jemals. Okay, wir bluten immer noch. Ja, und jetzt hat es auf einmal getroffen. Nur gut. Oh, da kommen einfach direkt neue. Was soll denn der Quatsch, ey? Na gut, wir müssen jetzt eh da reinspringen, ne? Okay, wie sind wir denn jetzt rausgekommen? Oho. Na gut. Gehen wir erstmal zu denen hier links. Okay. Ja, lauf raus. Da drin ist der Typ, mit dem ich sprechen möchte. Alter, das ist so nervig, ne? NPCs sollten einen nicht blockieren, Mensch. Seriously, so viel Basic Stuff. Das ist auch nur ein geiles Game. Das Game hat so viele Frustfaktoren, das ist echt unglaublich. Aber wie jeder Spieler kann in den anderen NPC reinlaufen. Nee, das können nur andere NPCs. So, guten Tag. What brings you to my forest, young man? Tatsächlich eine Anomaly. To what do I owe this pleasure? Who are you? What can I tell you about myself? I'm Forrester. I've been here for a long time. I've spent my whole life living next to this forest. I'm old. At my age you grow attached to your place of residence, no matter what it is. I refuse to be evacuated after the accident at the power plant. I also survived the appearance of the zone. I remember a flash on the horizon. Many folks died that day, but the zone spared me, you see? Heck, it didn't just spare me, it gave me a gift. I used to be able to find paths in the forest, and now I can feel a safe way of getting through real deadly anomalies. Stalkers envy me, but I can't say I'm all that happy about my gift. You must understand that everything comes at a price. Someday the zone will take payment for my gift. That's why I'm afraid of, buddy. I need to get to Limansk. Limansk was lost for many years, and there are many good reasons for that. It would be best for all of us if it stays lost. What do you want with Limansk? This may sound trite, but it's a question of life and death. You are not an ordinary man. The zone has left a curious mark on you, and I don't know whether it's a blessing or a curse. The normal chain of events has been broken. The zone is becoming increasingly unstable, and you are part of this process. I will help you, so I'm not sure it's the right thing to do. Getting into Limansk is not easy. The shortest road to the city is the bridge, but it's been raised. However, and this came as a surprise to me, it is not the only road that leads there. Freedom and Goethe raised the bridge right after the larger mission, yet the bandits appeared on the other shore a couple of days ago and captured the bridge. That means there is at least one other way of getting across. Do you know how the bandits crossed to the other side? The large mission changed the zone a great deal. The safe and familiar paths have been covered by deadly anomalies, but new paths, unreachable for years, have appeared instead, and I doubt all of them have been found. Believe it or not, I occasionally receive fragments of radio transmissions on my PDA from somewhere near Limansk. That can only mean one thing.
Stalkers have found new paths into Limansk, and they need help. What happened to the Stalkers? Unfortunately, the signal is so weak, I can't make out much. My understanding is that Stalkers have become trapped in looped space. Whichever way they go, they come back to where they started. If we could get them out, we'd find out how to get into Limansk. What do I have to do? Go to the military warehouses. The signal should be better up on those hills. When you find something out, let me know, won't you? Tell me about Limansk. For a long time no one heard of anything about that town. Many folks don't believe Limansk ever existed. Only they're lying, the town exists. I saw it with my own eyes before the first disaster. You see, there was a closed institute there, a real big one, with houses built specially for scientists and their servants. It was a research institute with some fancy name, something like Radio Wave. They put up a huge antenna too, the size of a 5-story building. Real intellectuals, those fellas. Only there was never any peace in Limansk. Its residents were always cagey, suspicious of strangers. Always muttering something under their noses and praising the Soviet regime, even when we had provision shortages. The country folk used to go round Limansk. The people weren't exactly hearty, and the town kinda made your head hurt. Must have been the antenna. Then Chernobyl happened, but Limansk was not even evacuated. They might have screwed something up in the documents, or maybe it was all that secrecy. I don't really know, but that was the last I heard of Limansk. I've got no business there. But I saw a road to Limansk and a bridge across the river. This place used to be full of anomalies, but after the emission it's become almost safe. It didn't take Stalkers long to realize that you can reach the center of the zone through Limansk without having to go past the brain scorcher. Duty and freedom started a real war as soon as they reached the city, and it could well end up destroying them both. But I bet just about everyone else in the zone wouldn't be too upset if that happened. Tell me about the Red Forest. This used to be a wildlife reserve, and I was the local forester. I protected the forest and its animals from poachers. Now the zone itself protects this place, and it does so well that people are willing to travel a dozen extra miles just to avoid it. If a stranger sets his foot in the forest, he's as good as dead. I may be a forester, but even I don't know exactly what goes on here. A man walks into the mist and just gets sucked off into nowhere. You could be walking right behind him and still not know where he met his end, so that's that, Sonny. Don't forget an old man! Das habe ich halt voll vergessen, dass es das auch noch gibt, ne? Repair. Na, wie ist die Condition der Waffe? Kann ich halt auch nur repairen, ist die Condition von der Waffe irgendwie nicht so gut. Ja doch, das ist eigentlich noch voll okay. Wow. Wie ist denn die Condition von der Waffe? Na, das ist noch fast ganz. Aber ich glaube, irgendwie habe ich so das Gefühl, ich hätte mich in dem Spiel ein bisschen mehr mit dem Upgraden von Stuff beschäftigen sollen. Vielleicht sind deshalb meine Waffen so schlecht. weil die alle nicht geupgradet sind. Ich habe das halt komplett vergessen, ne? Ich habe das Upgraden komplett vergessen. Aber der konnte ja auch nur repairen und nichts upgraden, also keine Waffe verbessern. Naja. How's life? Please, Hotel. Alles gut. Na gut. Dann gehen wir mal zu den Military Warehouses. Das ist dann wahrscheinlich hier, und dann gibt es nur noch das Deserted Hospital, aber da gibt es dann anscheinend keinen Weg zurück. Das heißt, wir nähern uns langsam dem Ende, kann das sein? Ja, holy, ja, holy. Dann gucken wir mal, was hier abgeht. So, dann schauen wir mal. So, what did you want to tell me?
Guten Tag. You managed to pass through the Red Forest. Seems to me you're one hell of a lucky guy, but the situation with what here is even more difficult, Merc. The barrier has fallen, the military are no longer able to hold it. What happened to the military? They're dead, almost all of them. Those who survived the numerous attacks by zombies and mutants are pinned like rats in a hole at their base near the helicopter pad. Plus, we've lost a lot of people during the big emission. What do you mean by lost? What happened? Nobody knows for sure, Merc, but people are gone. Lone stalkers and even whole groups. Sometimes you catch bits and pieces of radio comms with requests for help. A mercenary squad has spent the entire last week looking for their own at the farmstead. Let me go there and see what's up. Let me know if you learn something important. Will do. No, Okidoki. Ach lol, wir sind wir im Garbage? Nee. Sind wir nicht hier durch die Military Warehouses gegangen? Блин, ну какой из него командир? Eigentlich. А из кожи лезет. Все бы ему командовать. Ну и какого хрена тут торчишь, а, спрашивается? Дуй на фирму какую-нибудь менеджера. Или в войско на контракт. Okay, das ist hier. Dann war ich hier ja schon mal, oder? War das nicht hier, wo die Band... Nee, Quatsch. Nee, nevermind, ich verwechsel es. Nevermind. Ich war nur kurz verwirrt, dachte ich wäre hier schon mal gewesen, aber ich war hier noch nicht. Oh no. Sie haben hier eine Dings voller Zombie-Fight, Mutants sind ja auch noch. Und Monolith-Leute haben wir jetzt auch schon langsam, okay. Nähern uns echt langsam wahrscheinlich dem Final. So, guten Tag. Merc, what are you scavenging here for? I'm looking for you. Freedom guys from the outpost told me that a group of your men has vanished in this vicinity. What happened? A few weeks ago we got an important order for a unique artifact. The order came from the top. The client is a real big shot. Anyway, everything was going well. Our squad found the artifact somewhere near the barrier and was already on its way back when it got hit by the large emission. We thought they all copped it, but they got lucky and survived. Trouble is, they went missing somewhere around here. We were ordered to find them, cause we have to deliver on our promise. If we screw this up, no client will ever trust the mercenaries with another order again. Could it be they're dead? It's not easy to survive an emission. We pick up fragments of our squad's transmissions, but we can't make out anything from them. The only thing that's clear is that they got lost in broad daylight and are now in some sort of trap. It could be an anomaly or some new evil that's appeared in the zone. We don't know what to do. There's an old water tower by the farmstead. I think we'd be able to receive the transmissions better up there. We've tried climbing up there before, but some real badass monster jumped out of nowhere, grabbed one of our boys and dragged him away. The rest of us barely made it out. A fun job you got for me there, but hey, a man's gotta do what a man's gotta do. I need to figure out how to rescue that group just as much as you do. Na gut. Kill the Bloodsucker. Dann haben wir eine Aufgabe. Oh je. Fuck. Fuck. Wieso kann ich hier nicht... Das kann ich da nicht rein. Ich werde die ganze Zeit wieder rausgeschickt. Was damit zu tun? Ach du Scheiße. Na gut. Ja, verwirrend. Komplett verwirrend. Na gut, schauen wir mal diesen Bloodsucker an. Oh ja. Eieieiei. Überrascht. Und den zweiten haben wir auch. Ich glaube, ich habe noch einen gehört da hinten irgendwo.
Aber hey, die Schrotflinte hat sich gegen die gut behauptet. Ich habe irgendwie so langsam das Gefühl, ich muss das Fadenkreuz ignorieren. Und eher, keine Ahnung, darauf achten. Das war frech. Aber ich glaube, ich muss einfach eher darauf achten, wo die Waffe hin zeigt. Also wenn ich jetzt das Fahnenkreuz bemerke, dann zeigt die Schrotflinte nicht auf den Punkt in der Mitte. Zumindest nicht direkt, so habe ich das Gefühl. Und tatsächlich ein bisschen drüber. So, wo warst du? Da hinten. Jetzt wollte die Waffe wieder keinen Schaden machen. Es ist halt echt ein bisschen random gefühlt. Wo ist das Viech jetzt? Anscheinend gibt es sie nicht mehr. Das ist auch okay. If you can hear me, we're stuck in an anomaly. We can't get out. It's like space is warped. Whichever way we go, can't move. Equipment has gone off the rails. Can see the outlines of a town on the horizon. Our coordinates, 51, 10, 3, 1, 2. Is there anybody out there? Na gut. Na lol. Das ist jetzt natürlich ein bisschen kritisch. LOL! Mal schauen, kommen wir vielleicht. Ich würde hier halt gerne jetzt die Holzdinger runterspringen, wenn ich ehrlich sein soll. Aber das funktioniert so nicht. Ich würde gern von der Leiter auf die Holzdinger springen, damit ich von da oben noch schießen kann. Na doch, es geht. Ob das klug ist, weiß ich nicht. Eher nicht. Und hoffen wir mal, dass die Hunde uns nicht einfach komplett aufessen werden. Das hier kann ich aber machen. Sehr schön. Das klappt doch gut. Na gut. Hoffen wir mal, dass wir auf dem Weg niemandem über den Weg laufen, der uns was Böses will. Und dann können wir uns auch ganz easy so regenerieren. Dann gehen wir mal zum Forester zurück.
sind jetzt eh alles Freedom, Leute, ne? Okay. Da haben wir den Mutants. Monolith ist da auch. Duty mag uns wahrscheinlich... Oh, Target Barrier. Wir greifen die Duty an, oder was? Geht hier schon der Faction War los. Ja, kann gut sein, dass wir bald von dem Freedom-Typ Nachricht bekommen, dass wir sein Ding joinen dürfen. Mal gucken, mal gucken. Mal schauen. Oh, Kacke. Jetzt geht's aber ab. Wir brauchen noch mal eine neue Rüstung. Holy shit. Das habe ich komplett auch vergessen irgendwie. And the mission is approaching. Approximate time to the mission 38 seconds. Oh oh. High to avoid the emission. Dann müssen wir auf jeden Fall rennen können. Schnell da rein. Eieieiei. Ich versteck mich bei dir, ist das in Ordnung? A living soul. Well, hello. Eieiei. Hallo. To what do I owe this pleasure? I received a message from the mercenaries at the army warehouse. It seems like they got trapped by some weird anomaly during the larger mission. They're saying they can't find their way out, always coming back to the same place to start from. They specified their coordinates. The mercenaries provided you with some very interesting information. It seems I was right. The large emission that shook the zone was so powerful that it changed space itself, forcing it into a loop. Kinda like a Mobius ring. Don't go all scientific on me, Professor. It's become looped. Whichever way you go, you end up at your original spot. As a result, after the emission, stalkers got trapped in space bubbles around Limansk, unable to get out. Well, we know quite a bit now. The mercenaries' coordinates, PDA frequency, and now I have a better understanding of these bubbles. So how do I get the mercenaries out of the bubble? Well, actually I got stuck in the bubble myself a couple of days ago. At the time I didn't know it was a new anomaly. So I thought I was losing my marbles. The forest clearing seems real familiar, but wherever I go I can't find a way out. And then the zone itself gave me an artifact, which showed me the way out of the bubble. I called it Compass. On my way home, I was marked by the bandits. They spared me, an old man, but they took the compass. Get me that artifact, and I'll think of a way to get the mercenaries out. Do you know where the bandits have dug in? The scum set up camp on the edge of the Red Forest. I've uploaded the coordinates to your PDA. Okie dokie. Hope to see you again. Okay. Ja, gut. Müssen wir jetzt hier erstmal warten, bis das hier vorbei ist, oder? Eieieiei. Da geht's ja mal richtig ab. Okay, alles wieder gut. Alles wieder picobello. Dann machen wir die Typen jetzt mal kalt.
Ich glaube, ich habe mal Lust, das Ding jetzt zu benutzen. Auch wenn wir nicht so viel Muni dafür haben. Wir haben doch noch Muni in Reserve, aber wahrscheinlich ist das andere Muni. Weshalb hier eine 0 steht. Das ist nur die Frage. Okay. Wie kommen wir zu diesen Bandits hier am Rande? Na, hier sieht es irgendwie nicht so aus, als würde ich hier rüberkommen über den Berg. Müssen wir durch den Wald durch? Probably. Meinen Sie, er hat ja gesagt, at the edge of the Red Forest, also wahrscheinlich hier drin sogar. Ja, das sieht schon eher danach aus. Okay. Wo seid ihr? Haben sich da drin verkrochen. Ui, hier ist sogar ein bisschen Radiation. Okay, aber wenn wir jetzt wieder auf Close Range sind, dann nehme ich doch lieber sowas. Ja. Sehr schön. Ich glaube, ich habe gerade 2 erwischt. Nice. Na. Sehr schön. Nur noch einer. Und das war's. Hehehe. Da machen sie nix, die Bandits. Außer die spawnen anscheinend. Deren Leichen zumindest. Deren Leichen hatten keine Lust mehr. So, wir schnappen uns das. Endurance Book. Ich kann ihm das nicht geben. Ich will das selber haben. Na gut, ich glaube, das ist hier irgendwie gar nicht so strong. Es ist auch nur plus 6. Zumindest geht unsere Ausdauer immer noch relativ schnell runter beim Sprinten. Ja, warte, ich hab's ja auch gar nicht an. Ich bin noch auf dem Gussel, ey. Ich kann es auch gar nicht anziehen. Wie frech. Naja. Ich will's haben. Forrester, ich kann es dir nicht geben. Ich muss dich umbringen. Was ist dies für eine Waffe? Und was für Muni benutzt sie? 9x39 auch, genau wie die Sniper. Das ist halt diesmal keine Sniper. Naja. Aber wahrscheinlich weniger Accuracy, ne? Dann machen wir.
Don't bring a knife to a gunfight, aber hat er irgendwie recht. Bin ziemlich sicher, da hat man eher weniger Spaß. Kommen wir da runter? Oh je. Lol. Na dann. Bin ich ja froh, dass ich euch helfen konnte, das hier einzunehmen. Oh Leute, ich brauche dieses Kompass-Artefakt. Ich brauche es noch 4-mal. Und dann habe ich 5 Stück und dann geht's ab. Naja, wenn 3-mal reicht. Ich glaube, das Minus-Radiation-Ding mag ich auch ganz gern. Aber das könnte ich theoretisch auch anequippen. Und immer nur equippen, wenn ich es brauche. Also ja, 5-mal Kompass-Artefakt wäre absolut ehrenvoll von dem Game. Dann ist das einfach, wenn Forrester jetzt sagen würde, okay, du darfst das Kompass-Artefakt behalten. Übrigens, ich habe noch 4 weitere, die gebe ich dir auch. Are you here on business or just taking a hike? To what do I owe this pleasure? I've got the artifact. I'd lost all hope of ever seeing the compass again. Thank you. Give me a bit of time, and I'll find the way out of the bubble. While I do that, you'll need to find a way of getting information to the mercenaries. You're going to need a powerful transmitter for that. I heard there's one like that at the military warehouses. That's how they communicate with the outside world. It should be powerful enough to contact the mercenaries. What will happen when I find it? I'll send you the coordinates you need once you find the transmitter. If they do everything right, they'll get out of the bubble and end up pretty close to the bridge into Limansk. They might even be able to pay the bandits at the bridge a visit. Okidoki. Hope to see you again. Ich hoffe, ich sehe dein Artefakt again. Oh, das ist eine bessere Sniper. Dann unloaden wir die hier mal. Traden können wir mit dir nicht, ne? Have a safe trip, son. Dann never mind. Keine Ahnung, ob wir eventuell noch mal jemanden finden, mit dem wir traden können. Ich meine, irgendwann bestimmt. So, das ist unsere nächste Aufgabe. Go to the Army Base, wo die ganzen Zombie-Fights sind. Und ganz viele Freedom-Leute. Die wahrscheinlich auch das Ding einnehmen wollen. Oder nee, das hier ist die Barrier, ne? Die Barrier war, ja, ich verstehe schon. Aber dieses Faction War Ding wurde irgendwie gar nicht so stark ausgereizt. Ich meine, die einzige Faction, der ich bisher joinen konnte, war Duty. Und Freedom wollte ja noch nicht. Naja. Das ist definitiv, What's new, S.T.A.L.K.E.R? Nicht so viel. Ich habe jetzt eine neue Aufgabe. Ihr blockt ganz schön heftig, wisst ihr das eigentlich? Naja. Sind das auch Freedom, Leute? Tötet meine Kumpels, keine Sorge, dafür töte ich euch noch irgendwann. I guess. Oh, hallo. Ich glaube, du wirst gleich ein bisschen weggeballert. Na, gucken wir uns das doch mal an. No. Na gut, lass mich jetzt einfach fighten. Okidoki. Dann schauen wir mal. Wir müssen jetzt hier mit den Mercenaries reden. Sind nicht allzu weit weg. Und wahrscheinlich hier müssen wir danach die Base stürmen und die Zombies kaputt machen. Ja. Jetzt gehen wir erstmal mit den so. Guten Tag.
Been a while since we saw you last. Our guys have been stuck in the anomaly for too long. Did you find out how to get them out? Sure, Forrester gave me the coordinates of the exit that will allow the mercenaries to get out of the space bubble. Only thing I need is a powerful transmitter to get in touch with the group and send them key coordinates. The army base should have a transmitter. The soldiers were hit by a larger mission pretty hard and only a dozen survived in all. They're all sending SOS signals thinking there'll be a rescue operation, except I don't think anyone will come. They'll be left to die, same as always. A dozen military guys are quite a force, even after an mission. Could you lend me some help? I mean, we're working towards a common goal, aren't we? We positively cannot get into a conflict with the military. Sorry, Merc, no one can do this time, but I know that Freedom have set their sights on that base. They could use it to facilitate control over the barrier. They can help you, especially since the commander owes me. Let me get in touch with them. Thanks for the tip. Kostian, this is Hog. Remember me? You better, cause I saved your ass a couple of weeks back. Sure, Hog. What can I do for you? Kostian, I need you to help this one fella get to the antenna at the military base. I heard you're in that area. Is that right? That's right. We're trying to capture the warehouses. Come on over, we'll kick some military ass together. Not this time, Kostian, sorry. We can't be seen fighting the military. I can only send you one man. One more shooter ain't never gonna hurt. We'll wait for him. Merc, head over to Kostian. He'll help you reach the transmitter. Perfekt. Perfekt. Dann werde ich das doch machen. Was ist denn dort hinten noch für eine Leiche? Die werde ich mir noch schnell anschauen. Oder ist das wieder das komische Gebäude? Ja, geht dann nevermind. Ach lol, ich komme da sogar in einem anderen Gebäude raus. Ha, nicht schlecht. Aber gut, dann würde ich mal sagen, haben wir gut was erledigt und dann würde ich das Stürmen der Base gegen das Military auf das nächste Mal verschieben. Würde ich sagen, sieht man sich beim nächsten Part wieder. Bis dann. Ciao.